Zuerst hörst du eine Geschichte. Danach gibt es Fragen und Antworten zu der Geschichte. Zuletzt lernst du neue Vokabeln. In der Beschreibung findest du eine Tabelle mit den wichtigsten Begriffen. Lukas hat heute Geburtstag. Deshalb organisiert er eine Geburtstagsparty. Er freut sich schon sehr darauf, mit seinen Freunden gemeinsam Geburtstag zu feiern. Doch bevor die Gäste kommen, muss Lukas noch einige Besorgungen machen. Er fährt in den Einkaufsladen und kauft dort Zutaten, um einen Geburtstagskuchen zu backen. Danach fährt er wieder zurück und backt den Kuchen. Während der Kuchen im Ofen ist, dekoriert er das Wohnzimmer. Um 5 Uhr nachmittags kommen die Gäste an. Lukas begrüßt seine Freunde. Alle bringen ein Geschenk mit. Sie sitzen und reden miteinander. Danach bringt einer seiner Freunde den Geburtstagskuchen mit Kerzen darauf. Lukas wünscht sich etwas und pustet die Kerzen aus. Seine Freunde singen ein Lied und applaudieren. Lukas packt die Geschenke aus und ist begeistert. Er bedankt sich bei allen Freunden. Danach wird der Kuchen gegessen. Lukas macht etwas Musik an. Die Gäste unterhalten sich und einige von ihnen beginnen zu tanzen. Langsam wird es dunkel und Lukas serviert das Abendessen. Es gibt Pizza und Salat. Das Essen schmeckt den Gästen sehr gut. Sie feiern noch ein wenig weiter und gehen dann alle wieder nach Hause. Lukas ist glücklich und hatte einen tollen Tag. Lukas hat heute Geburtstag. Deshalb organisiert er eine Geburtstagsparty. Was hat Lukas heute? Lukas hat heute Geburtstag. Er freut sich schon sehr darauf, mit seinen Freunden gemeinsam Geburtstag zu feiern. Worauf freut sich Lukas? Er freut sich darauf, mit seinen Freunden gemeinsam Geburtstag zu feiern. Doch bevor die Gäste kommen, muss Lukas noch einige Besorgungen machen. Was muss Lukas noch machen, bevor die Gäste kommen? Er muss noch einige Besorgungen machen. Er fährt in den Einkaufsladen und kauft dort Zutaten, um einen Geburtstagskuchen zu backen. Wohin fährt Lukas, um Zutaten zu kaufen? Er fährt in den Einkaufsladen. Danach fährt er wieder zurück und backt den Kuchen. Was macht Lukas, nachdem er die Zutaten gekauft hat? Er fährt wieder zurück und backt den Kuchen. Um 5 Uhr nachmittags kommen die Gäste an. Lukas begrüßt seine Freunde. Alle bringen ein Geschenk mit. Wann kommen die Gäste an? Die Gäste kommen um 5 Uhr nachmittags an. Sie sitzen und reden miteinander. Danach bringt einer seiner Freunde den Geburtstagskuchen mit Kerzen darauf. Was machen die Gäste zuerst? Sie sitzen und reden miteinander. Lukas wünscht sich etwas und pustet die Kerzen aus. Seine Freunde singen ein Lied und applaudieren. Was macht Lukas, bevor er die Kerzen ausbläst? Er wünscht sich etwas. Lukas packt die Geschenke aus und ist begeistert. Er bedankt sich bei allen Freunden. Was macht Lukas mit den Geschenken? Er packt die Geschenke aus und ist begeistert. Danach wird der Kuchen gegessen. Lukas macht etwas Musik an. Was macht Lukas, nachdem der Kuchen gegessen wurde? Er macht etwas Musik an. Die Gäste unterhalten sich und einige von ihnen beginnen zu tanzen. Was machen die Gäste, während Musik läuft? Sie unterhalten sich und einige beginnen zu tanzen. Langsam wird es dunkel und Lukas serviert das Abendessen. Es gibt Pizza und Salat. Was gibt es zum Abendessen? Es gibt Pizza und Salat. Das Essen schmeckt den Gästen sehr gut.
Sie feiern noch ein wenig weiter und gehen dann alle wieder nach Hause. Was machen die Gäste nach dem Abendessen? Sie feiern noch ein wenig weiter und gehen dann nach Hause. Lukas ist glücklich und hatte einen tollen Tag. Wie fühlt sich Lukas am Ende des Tages? Er ist glücklich und hatte einen tollen Tag. Der Geburtstag. Mein Geburtstag ist nächsten Monat. Die Party. Wir feiern heute Abend eine Party. Der Freund. Mein bester Freund heißt Tom. Der Einkaufsladen. Ich gehe in den Einkaufsladen, um Milch zu kaufen. Die Zutaten. Wir brauchen noch einige Zutaten für das Rezept. Der Kuchen. Meine Oma backt den besten Kuchen der Welt. Das Wohnzimmer. Wir treffen uns im Wohnzimmer zum Fernsehen. Das Geschenk. Ich habe ein schönes Geschenk für dich. Die Kerzen. Auf dem Kuchen sind viele bunte Kerzen. Die Musik. Die Musik auf der Party war sehr laut. Du hörst jetzt die Geschichte nochmal. Lese jeden Satz laut vor und übe die Aussprache. Lukas hat heute Geburtstag. Deshalb organisiert er eine Geburtstagsparty. Er freut sich schon sehr darauf, mit seinen Freunden gemeinsam Geburtstag zu feiern. Doch bevor die Gäste kommen, muss Lukas noch einige Besorgungen machen. Er fährt in den Einkaufsladen und kauft dort Zutaten, um einen Geburtstagskuchen zu backen. Danach fährt er wieder zurück und backt den Kuchen. Während der Kuchen im Ofen ist, dekoriert er das Wohnzimmer. Um 5 Uhr nachmittags kommen die Gäste an. Lukas begrüßt seine Freunde. Alle bringen ein Geschenk mit. Sie sitzen und reden miteinander. Danach bringt einer seiner Freunde den Geburtstagskuchen mit Kerzen darauf. Lukas wünscht sich etwas und pustet die Kerzen aus. Seine Freunde singen ein Lied und applaudieren. Lukas packt die Geschenke aus und ist begeistert. Er bedankt sich bei allen Freunden. Danach wird der Kuchen gegessen. Lukas macht etwas Musik an. Die Gäste unterhalten sich und einige von ihnen beginnen zu tanzen. Langsam wird es dunkel und Lukas serviert das Abendessen. Es gibt Pizza und Salat. Das Essen schmeckt den Gästen sehr gut. Sie feiern noch ein wenig weiter und gehen dann alle wieder nach Hause. Lukas ist glücklich und hatte einen tollen Tag. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen für dich. Feierst du auch gerne Geburtstag? Hat dir das Video gefallen und konnte ich dir helfen? Schreibe es in die Kommentare und lasse eine Bewertung da. Auf Wiedersehen.